das Lymphsystem ist dafür zuständig, dass die Blutproteine im Körper zirkulieren. Und es ergänzt das ganze Blutgefäßsystem. Das ist ein wichtiger Zyklus. Es transportiert die Körperflüssigkeit, die Blutzellen, Nährstoffe und Fette. Die Abfallstoffe werden abtransportiert. Und die gereinigte Flüssigkeit fließt wieder zurück in das Venenblutsystem. Es ist eine Kläranlage, unsere Immunabwehr und jede mentale, emotionale und muskuläre Aktivität transportiert die Gifte weg. Es gibt verschiedene Zustände, wenn wir gesund sind oder krank sind. Wir haben heute schon von Dönis gehört, dass wir elektrische Impulse haben. Und diese elektrischen Impulse sind überall in den Zellen vorhanden. Und dasselbe ist eigentlich mit unseren Zellen. Wir haben hier eine Natrium-Kalium-Pumpe. Wenn eine Zelle wunderbar gesund ist, ist dieses im Gleichgewicht. Wir haben hier die Blutkapillaren. Wir haben hier das Lymphsystem, das immer in eine Richtung fließt. Und wir haben hier die Lymphkapillaren. Jetzt dieses System, das spricht miteinander, das ist miteinander verbunden. Die Lymphflüssigkeit, es wird alles verteilt. Und jetzt, wenn wir aus der Balance gelangen, kann es sein, was wir hier sehen, dass sich dann die Blutproteine ablösen. Es kann gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Es ist wie ein Konstrukt, das auseinanderfällt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in dieser Balance bleiben können. Sei es über die Haltung, sei es über die Bewegung. Dass alle Zellen gut miteinander funktionieren. Sobald zu viel Wasser und Natrium da ist, werden die Zellen krank. Und die Blutproteine können nicht mehr so fließen. Jede Zelle ist ein elektrischer Generator. Der Kaliumspiegel, der muss hoch bleiben und der Natriumspiegel niedrig. Wenn diese Balance nicht stimmt, dann fällt das auseinander. Wenn das Lymphsystem zum Stillstand kommt, das heißt, es arbeitet nicht mehr und wie wir gesehen haben, mit der Seite den Flüssigzustand bekommen, dann haben wir Erkältung, Hautausschläge, Verstopfung, Entzündungen, Schmerzen, Energieverlust oder eben chronische Krankheiten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewegen, dass wir uns immer wieder in die Balance zurückbringen. Und natürlich spielt ein Teil auch die Ernährung mit. Zu viel, wie es immer ist, wir müssen in der Balance bleiben, zu viel Salz oder Einfachzucker oder zu viele tierische Fette können auch uns wieder aus der Balance bringen. Wir müssen immer schauen, dass wir so das zu uns nehmen, dass es einfach in der Balance bleiben kann. Deshalb, nochmals, Bewegung ist wichtig. Wir haben über die Atmung das Lymphsystem aktiviert, wir haben über die Bewegung heute das Lymphsystem aktiviert. Es gibt verschiedene manuelle Therapien, die das aktivieren. Wir haben aber auch wir haben die Möglichkeit, mit einem Trampolin zu arbeiten. Das Trampolin ist eine wunderbare Sache, um alles in Fluss zu bringen. Und man muss nicht springen und hüpfen, ganz verrückt, weil man muss zuerst einmal das gemächlich machen, man muss herausfinden, wie geht es einem dabei, weil es kann sehr schnell entgiften. Das heißt, wir sind sehr langsam unterwegs, wir müssen nur ein bisschen so ganz locker auf dem Trampolin sein und uns bewegen. So, und Bewegung ist das nächste Stichwort. Und Sie dürfen alle wieder aufstehen. Wir können uns alle selber helfen. Und zwar gibt es eine ganz einfache Technik, über das Lymphsystem uns auch wieder zu aktivieren. Wir haben die Schnabelhand, das heißt, wenn wir alle Finger vorne Spitzen zusammennehmen, oder wir haben die flache Hand. Und diese Schnabelhand nehmen wir hier von der Ohrseite her bis hier unten zum Nacken
Und wir machen 5 oder 10 Mal diese Übung. Und es ist wie wenn wir ein Streichholz anzünden würden. Das heißt, wir gehen so über den Nacken. Die rechte Schnabelhand auf den rechten Rippenbogen, die linke Schnabelhand auf die rechte Seite beim Ohr und jetzt die 10 Mal. Gut. Und dann wechseln wir die Seite und jetzt so. Gut. Hat jemand Schulterschmerzen? Hier ist es ganz einfach. Wir dürfen uns umarmen. Aber wir sind auch wieder hier beim Rippenbogen und wir streicheln uns wunderbar über die Schultern. Und auch wieder der Streichholzeffekt. Wir dürfen richtig stolz auf uns sein. Ich bin stolz auf mich. Ich habe mich lieb. Piep, piep. Das geht wunderbar. Es kommt auch ins Fließen. Und dann wechseln. 5 oder 10 Mal. Wir machen es 10 Mal. Diejenigen, die Rückenschmerzen haben, vom Sitzen, die dürfen sich hier in diesem Bereich streicheln. Es ist so, eigentlich, wenn jemand ja Schmerzen hat am Rücken, dann macht man ja vielmals so. Und man macht das eigentlich instinktiv, alles schon richtig. Jetzt haben Sie aber noch eine gute andere Übung dazu, weil Sie können dann effektiv einfach nach unten streichen. Auch da wieder, mit aller Liebe, über diesen Bereich nach unten fahren. Und wieder dieser Streichholzeffekt. Zuerst die linke Seite oder die rechte Seite. Jetzt kommen wir zum Dickdarm, damit wir alle wieder ein bisschen wacher werden. Und zwar haben wir hier eine dreistufige Übung. Die rechte Hand auf die linke Schulterseite und wir gehen mit der linken Hand nach unten. Wieder wie ein Streichholz nach unten ziehen. Genau. 4 bis 5 Mal. Dann bleiben wir mit der Hand hier und wir gehen über den Körper. Wir ziehen von rechts nach links. Ja. 4, 5 Mal. Und dann wechseln wir die Hand, die rechte Hand auf die linke Schulterseite und wir gehen mit der rechten Hand von unten nach oben. Genau. Und jetzt haben wir hier das ganze Feld aktiviert für den Dickdarm. Die Nierenübung. 15 Minuten lang. Einfach kneten. Die Daumen nach vorne legen, die Finger nach hinten und so kneten. Genau. Gut. Sie dürfen jetzt aufhören. Und wenn Sie wirklich mal die Viertelstunde durchgehalten haben und Sie können dann irgendwas machen zwischendurch, Sie können auch Fernseh schauen oder was auch immer, einfach das mit einbinden. Wenn Sie es einmal gemacht haben, der Körper ist schon programmiert und Sie können es immer wieder aktivieren. Also, die Leber, die ist ja hier auf der rechten Seite. Wir können hier die flache Hand oder auch die Schnabelhand hinlegen auf der Schulter. Aber es ist wahrscheinlich angenehmer die flache Hand. Und mit der Schnabelhand gehen wir hier vom Rippenbogen her nach außen und ziehen nach außen. Wieder das Zündholzprinzip. Genau. Das dürfen wir 21 Mal machen, genau. Dann haben wir den Gegenspieler auf der anderen Seite. Das ist die Bauchspeicheldrüse. Dann wechseln wir einfach die Seite. Wir geben die rechte Hand auf die linke Schulter, nehmen die linke Hand und gehen zum Rippenbogen und unten 21 Mal wegziehen. Ja, das war's mal fürs Erste. Als Übung für das Lymphsystem.